Wenn du auswandern willst, dann ist Rechtssicherheit, dann ist Rechtsverbindlichkeit sehr wichtig, gerade wenn du es mit potenziell sehr aggressiven Finanzbehörden wie den deutschen zu tun hast. Und wie du dich hier verbindlich absichern kannst, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher betrachten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, aber du bist im Steuerdschungel verheddert, dann lade ich dich herzlich ein zu unserem eintägigen Perspektive Live-Workshop, wo wir in kleiner Runde gemeinsam deine Fragen rund um das Thema Auswandern und Steuern besprechen. Normalerweise sind wir so 10 Teilnehmer, das heißt, wir haben den ganzen Tag Zeit, eigentlich die Fragen jedes Einzelnen zu behandeln. Das ist also nicht ein Seminar, wo ich dann irgendwelche langen Vorträge halte, sondern wo wir zusammensitzen und in einer Teamatmosphäre, eben wie in einem Workshop, gemeinsam deine Fragen zu deiner Auswanderung bearbeiten. Du kannst deinen Partner ohne Aufpreis mitbringen und außerdem bekommst du von uns eine einjährige Mitgliedschaft in unserem New Horizons Club geschenkt. Alleine schon das macht es wert, dort hinzukommen. Das Ganze findet regelmäßig, normalerweise 2 bis 3 Mal im Jahr statt, manchmal in Zürich, manchmal in Edinburgh, manchmal irgendwo anders. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich dort begrüßen zu können. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Gerade das internationale Steuerrecht ist sehr verwirrend und man hat das Gefühl, dass es vielfach Widersprüche gibt und keine Verbindlichkeit. Dein Steuerberater kann vielleicht überhaupt nichts sagen zum internationalen Steuerrecht. Das heißt, wenn du auswandern willst und ihn fragst, was sind die Dinge, die ich genau beachten muss, dann zuckt er mit den Schultern und weiß nicht wirklich, wie er dir helfen soll. Da findest du auf YouTube und auf anderen sozialen Medien alle möglichen Experten. Diese sind aber oftmals nicht qualifiziert und dann widersprechen sie sich auch noch. Der eine sagt, das ist ganz wichtig, der andere sagt, das ist komplett egal. Dann hast du vielleicht einen Freund, der dir abenteuerliche Geschichten erzählt und sagt, naja, ich bin da und dahin ausgewandert und ich mache überhaupt nichts mehr, ich zahle überhaupt keine Steuern mehr. Und auch da weißt du nicht, ob das wirklich stimmt. Alles, was du willst, ist im Grunde genommen Rechtsverbindlichkeit. Du willst sicher aus Deutschland weg. Du willst hier mit dem deutschen Staat keine Probleme haben. Du weißt ja, wie aggressiv der deutsche Staat vorgehen kann. Du willst natürlich auch jederzeit wieder nach Deutschland zurückkommen können, sei es zu Besuch oder vielleicht um dort auch mal irgendwann wieder zu leben. Was für eine schreckliche Vorstellung, dort in Frankfurt anzukommen und erstmal dann in Handschellen gelegt und abgeführt zu werden. Das will natürlich niemand. Aber tatsächlich gibt es dafür eine Lösung. Und von was rede ich jetzt hier zum Beispiel? Nun, ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Ich habe dieses Beispiel schon mehrfach auf diesem Kanal erwähnt. Wir hatten ein Ehepaar, das ist gemeinsam in die Schweiz umgezogen, aber die Frau musste noch regelmäßig in Deutschland bleiben, denn sie hat in Deutschland noch einen Job. Da war es nicht praktikabel, jeden Abend in die Schweiz zurückzufahren. Sie wollte auch nicht im Hotel leben. Deswegen wollte sie sich in Deutschland eine Wohnung nehmen, in der sie dann unter der Woche leben kann. So, jetzt ist der Ehemann betroffen. Denn die Regel ist grundsätzlich, wenn dein Ehepartner eine Wohnung in Deutschland hat, dann nimmt das Finanzamt automatisch an, dass auch du damit eine Wohnung in Deutschland hast und damit einen Wohnsitz und damit eben die unbeschränkte Steuerpflicht. In der konkreten Situation ging es jetzt darum, kann der Ehemann, der ganz erhebliche Kapitalerträge hatte, die ja in der Schweiz steuerfrei sind, kann er rechtssicher davon ausgehen, dass er nicht in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, sondern nur in der Schweiz. Wie kann man dieses Dilemma lösen? Nun, in Deutschland gibt es glücklicherweise so etwas wie die sogenannte verbindliche Auskunft. Und bei der verbindlichen Auskunft, da kannst du schriftlich eine Anfrage an dein Finanzamt stellen zu deinem Vorhaben, das noch nicht umgesetzt ist. Ganz wichtiger Punkt, du musst es davor machen. Und dann wird dir das Finanzamt eine verbindliche Aussage dazu machen, in schriftlicher Form. Die Grundlage dazu ist Paragraph 89 der Abgabenordnung und das wollen wir uns einmal anschauen. Wir gehen sofort zu Absatz 2, denn hier ist das Ganze geregelt. Die Finanzämter und das Bundeszentralamt für Steuern können auf Antrag verbindliche Auskünfte über die steuerliche Beurteilung von genau bestimmten, noch nicht verwirklichen Sachverhalten erteilen. Wichtig ist das Wort genau bestimmt. Ja, du darfst also dort jetzt nicht zu schwammig anfragen. Du musst das ganz präzise formulieren. Und die Auskunft gilt dann natürlich auch nur für diesen sehr präzise formulierten Sachverhalt. Ja, wenn daran im Hinblick auf die erheblichen steuerlichen Auswirkungen ein besonderes Interesse besteht. Zuständig für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft ist die Finanzbehörde,
die bei der Verwirklichung des dem Antrag zugrunde liegenden Sachverhalts örtlich zuständig sein würde. Bei Antragstellern, für die im Zeitpunkt der Antragstellung keine Finanzbehörde zuständig ist, ist auf dem Gebiet der Steuern, die von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwaltet werden, abweichend von Satz 2 das Bundeszentralamt für Steuern zuständig. In diesem Fall bindet die verbindliche Auskunft auch die Finanzbehörde, die bei der Verwirklichung des der Ankunft zugrunde liegenden Sachverhalts zuständig ist. Über den Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft soll innerhalb von 6 Monaten ab Eingang des Antrages bei der zuständigen Finanzbehörde entschieden werden. Also, du hast auch noch eine Frist. Innerhalb von 6 Monaten muss das Finanzamt dir antworten. In den meisten Fällen geht es natürlich viel schneller. Jetzt noch ein weiterer wichtiger Punkt. Das Ganze ist nämlich nicht kostenlos. Wir kommen nachher nochmal zu den Gebühren. Für die Bearbeitung eines Antrages auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft nach Absatz 2 wird eine Gebühr erhoben. Die Gebühr wird nach dem Wert berechnet, den die verbindliche Auskunft für den Antragsteller hat. Gegenstandswert. Und dann noch weiter, beträgt der Gegenstandswert weniger als 10.000 Euro, wird keine Gebühr erhoben. So, also, du siehst hier in § 89 der Abgabenordnung ist das Ganze geregelt. Im Grundsatz würde es so ablaufen, du definierst mit deinem Steuerberater gemeinsam den Inhalt dieser verbindlichen Anfrage. Wenn der Steuerberater diesbezüglich jetzt keine Ahnung hat, was es vielfach gibt, und damit will ich jetzt deinem Steuerberater nicht zu nahe treten, das mag ein super Steuerberater sein, kennt sich hier mit den internationalen Sachverhalten nicht aus. Ziehst du einen externen Spezialisten dazu, einen Steuerberater, der auf dieses Thema spezialisiert ist, auf das internationale Steuerrecht. Wir arbeiten mit einigen deutschen Steuerberatern und Rechtsanwälten diesbezüglich zusammen und Mandanten, denen wir bei der Auswanderung helfen, können wir dann auch einen entsprechenden Kontakt vermitteln, wenn der eigene Steuerberater eben dazu nicht in der Lage ist. In puncto des genauen Steuerbetrages wird dir die verbindliche Auskunft keine Antwort geben können. Also du kannst nicht fragen, kann ich bei jedem Modell steuergünstiger fahren als bei dem anderen? Oder können Sie bestätigen, dass ich so und so viele Prozent Steuern bezahle, wenn dieser und jener Sachverhalt erfüllt ist? Sondern es geht hier um grundsätzliche strukturelle Fragen. Und wenn du das weißt, dann hast du Rechtssicherheit. Ich habe ja schon mehrfach über das Thema verbindliche Auskunft hier gesprochen. Wir haben ja auch zum Teil schon die Antwortschreiben der Finanzämter auf diesem Kanal präsentiert zu einer solch verbindlichen Auskunft. Nicht immer ist es das, was man hören will. Nicht immer kann man das auch so akzeptieren. Vielfach denkt die Behörde auch falsch und dann muss man sie korrigieren. Der Anwalt bzw. der Steuerberater kann das dann machen und dann Einspruch gegen die verbindliche Auskunft erheben und dann wird sie eben richtig gestellt. Aber das ist extrem wichtig, denn wie gesagt, du bist ja noch nicht ausgewandert, der Sachverhalt ist ja noch nicht eingetreten. Jetzt kann man hier ja munter mit dem Finanzamt diskutieren. Jetzt stell dir einmal vor, dieser Widerspruch wäre entstanden, nachdem du weggegangen bist. Wir hatten vor kurzem einen Fall, ich hatte das auf diesem Kanal erzählt, wo ein Geschäftsführer einer deutschen GmbH geplant hat, nach Dubai umzuziehen und die Geschäftsleitung von dort auszuüben. Dann ist nämlich sein Gehalt in Deutschland steuerfrei und in Dubai natürlich auch steuerfrei. Diesen Sachverhalt haben wir dem Finanzamt präsentiert. Das Finanzamt hat geantwortet, wir widersprechen. Wir akzeptieren nicht, dass das Gehalt steuerfrei ist. Verwertungstatbestand und so weiter und so fort. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Noch ist der Mandant ja nicht nach Dubai umgezogen. Aber jetzt stell dir mal vor, er wäre schon in Dubai. Er hätte eine Betriebsprüfung gehabt, ist schon seit 5 Jahren in Dubai, zahlt sich das Gehalt steuerfrei aus. Und was das dann konkret bedeutet, welchen Alarm das auslöst, nicht nur bei den Behörden, sondern auch bei ihm, welchen Stress. Er muss dann möglicherweise Steuern nachzahlen, er muss dann den Rechtsweg beschreiten. Er wird der Steuerhinterziehung angeklagt und so kann man das im Vorfeld klären. Ist ja völlig egal, wenn das Finanzamt dort anderer Meinung ist. Da braucht es eben ein bisschen hin und her. Wenn du einen kompetenten Anwalt und Steuerberater hast, der sich darum kümmert, dann ist das für dich relativ stressfrei möglich. Und wenn man am Ende tatsächlich zu dem Schluss kommt, dass das Modell so von den Finanzbehörden nicht akzeptiert wird, dann ist es eben auch so, dann muss man ein anderes Modell wählen. Auch das kann natürlich passieren. Und das hilft dir natürlich auch in deiner Vorbereitung und wenn du jetzt mit Beratern sprichst. Wenn dir ein Berater irgendeine Struktur empfiehlt, also mache dieses, mache jenes, das wird Steuern in Deutschland auslösen, das nicht, das ist rechtssicher. Es gibt ja alle möglichen wilden Dinge, die auf YouTube behauptet werden. Dann würde ich den Berater immer fragen, und das ist eben auch ein Weg, wie du einen guten Berater identifizieren kannst, würde das einer Überprüfung durch die deutschen Behörden standhalten? Wenn ich das im Rahmen eines verbindlichen Auskunftsgesuches an das Finanzamt übermittle und diese Struktur präsentiere, würde sie dann der Überprüfung standhalten. Jeder glaubwürdige Berater wird sagen, selbstverständlich, lassen Sie uns das prüfen. Nach unserem Wissen hält diese Gestaltung stand.
Aber, und jetzt muss man hier auch die Berater in Schutz nehmen, die Sachen sind auch ständig im Fluss, da kann sich was ändern und Behörden können ja auch das gleiche Gesetz anders interpretieren oder anders verstehen, wie sie es noch in der Vergangenheit gemacht haben. Das heißt, selbst wenn der Berater dir etwas empfiehlt nach bestem Wissen und Gewissen, wo er meint, dass es funktioniert und dass seine Überprüfung standhält, mag das heute nicht mehr der Fall sein. Aber auch das im Grunde genommen ist ja das kleinere Übel. Du hast dann vielleicht etwas schon bezahlt für die Beratung, für die Strukturierung, aber wenigstens ist noch nicht der Worst Case eingetreten, wo du im Ausland bist oder eine ausländische Gestaltung etabliert hast und dann am Ende das Finanzamt hammerhart zuschlägt, dich der Steuererziehung anklagt, Nachforderungen hat und was da sonst noch so alles auf dich zukommen kann. Deshalb, ich würde immer an deiner Stelle bei jedem Berater, den du hast, kommunizieren, dass du das gerne im Rahmen einer verbindlichen Auskunft überprüft haben möchtest und was der Berater dazu sagt. Wenn der Berater kritisch reagiert oder abweist oder sagt, naja, das ist doch gar nicht notwendig, brauchen Sie ja gar nicht zu machen oder das ist doch Zeitverschwendung, Sie müssen jetzt sofort die Gesellschaft gründen, wenn Sie das jetzt nicht sofort machen, dann ergibt sich dieses und jenes Problem. Wenn das der Berater so sagt, dann wäre ich schon mal sehr vorsichtig. Dann würde ich mich fragen, ist das wirklich ein guter Berater? Bin ich dort wirklich gut beraten? Wenn er im Grunde genommen suggeriert, dass die Überprüfung durch die Finanzbehörden sinnlos ist. Und damit erübrigen sich auch viele der Diskussionen, die du ja hier so auf YouTube erlebst, entweder in Videos oder in Kommentaren. Oder jemand stellt irgendeine tolle Lösung vor. Denn am Ende, wenn du die verbindliche Auskunft einholst, dann hast du Rechtssicherheit dazu. Natürlich muss man ganz klar sagen, nicht bei jedem Sachverhalt ist jetzt auch eine verbindliche Auskunft notwendig. Also zum Beispiel, wenn du von Deutschland nach Italien umziehst und jetzt die Frage ist, wo deine Rente besteuert wird, dann ist das vielleicht nicht eine Frage, für die eine verbindliche Auskunft notwendig ist. Aber auch da könnte man natürlich eine verbindliche Auskunft stellen. Du musst natürlich auch immer berücksichtigen, nicht nur die Kosten des Finanzamtes, die ich gleich noch nennen werde, auch die Kosten für deinen Berater kommen dazu. Also jetzt nicht bei jedem kleinsten Sachverhalt ist so eine verbindliche Auskunft zu rechtfertigen, aber auf jeden Fall bei den komplexeren Themen, die wir hier regelmäßig besprechen, zum Beispiel Thema Wegzugsbesteuerung oder unbeschränkte Steuerpflicht, wie ich gerade eben beschrieben habe von dem Ehepaar, oder auch beschränkte Steuerpflicht eines Gehaltes in Deutschland, wie im Fall des Geschäftsführers, der in Dubai lebt, da ist natürlich die verbindliche Auskunft auf jeden Fall sehr zu empfehlen. So, was kostet das Ganze jetzt? Schauen wir uns mal zum Beispiel verschiedene Gegenstandswerte an. 25.000 Euro, ungefähr 350 Euro. 500.000 Euro, ungefähr 2.000 Euro. 5 Millionen Euro, circa 10.000 Euro. Und bei größeren Transaktionen kann das natürlich auch mal über 100.000 Euro übersteigen. Hinzu kommen dann eben auch noch die Kosten für den Steuerberater, für den Anwalt, das Ganze zu formulieren. Welche Angaben muss der Antrag enthalten? Also eine genaue Beschreibung des Sachverhaltes, alle relevanten Fakten, Beteiligte, Zeitrahmen und Beträge, die konkreten steuerlichen Fragen, die eigene Rechtsauffassung, also was sagst du, was sagt dein Anwalt, was ist die eigentliche Rechtsauffassung und man fragt im Grunde genommen, stimmt die oder stimmt die nicht. Darlegung des berechtigten Interesses, warum ist Rechtssicherheit erforderlich, das hatten wir ja vorhin im Gesetzestext gesehen. Es muss berechtigtes Interesse vorliegen, weil es eben um einen großen Betrag geht zum Beispiel. Eine Vollständigkeits- und Richtigkeitserklärung und die Steueridentifikationsnummer der Beteiligten. So, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, man muss zum Teil mehrere Monate warten, bis man dann die entsprechende Auskunft hat und nicht immer ist der erste Anlauf schon vielversprechend. Vielfach muss man dann auch nochmal Einspruch dagegen erheben. Aber am Ende solltest du dann Klarheit zu deinem Vorgehen haben. Ich musste jetzt gleich schon im Vorfeld warnen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo die Behörde keine verbindliche Auskunft erteilt, wo sie sagt, jetzt mach mal lieber und wir sagen dir dann hinterher schon Bescheid, ob es rechtmäßig ist oder nicht. Das ist natürlich nicht sehr befriedigend. Also hier solltest du im Vorfeld mit deinem Steuerberater genau sprechen, ob hier eine verbindliche Auskunft tatsächlich auch möglich ist. In den meisten Fällen ist es das, aber es gibt eben auch Fälle, wo die Behörden sich leider nicht festlegen. Und auch das kann natürlich dann darüber entscheiden, inwieweit du diese Gestaltung wählst oder lieber etwas anderes. Du solltest auf jeden Fall hinterher Klarheit haben in puncto Rechtssicherheit. Aber auch schon bei der Auswahl der Berater wird dir eben helfen, dass eine verbindliche Auskunft tatsächlich möglich ist. Denn, wie gesagt, ich rate dir, frag den Berater, haben Sie dazu schon mal eine verbindliche Auskunft eingeholt? Wissen Sie, ob bei anderen Kunden, bei anderen Mandanten, die die gleiche Strukturierung genutzt haben, wie dort eine verbindliche Auskunft ausgegangen ist? Wenn der Berater dann anfängt rumzudrucksen, rot zu werden oder nicht weiß, was er sagen soll, dann weißt du schon, wo der Hase läuft. Dann wäre ich, wie gesagt, sehr vorsichtig. Der Beratungsgrundsatz sollte immer sein, und das ist jedenfalls bei uns hundertprozentig so gegeben und bei vielen anderen auch, das weiß ich, alles muss überprüfbar sein. Nur was überprüfbar ist durch eine verbindliche Auskunft durch die Behörden, das ist letztlich das, auf was du dich verlassen kannst, was dann auch rechtssicher
Fall ist. Ich ermutige dich dazu, mit deinem Steuerberater gerade bei Auslandssachverhalten vor der Umsetzung eine verbindliche Auskunft anzufordern. Meiner Erfahrung nach wirst du es nicht bereuen. So, wenn auch du planst auszuwandern und dich diesbezüglich von uns beraten oder begleiten lassen willst, dann stehen wir dir natürlich zur Verfügung. Wir können gerne ein Beratungsgespräch führen. Du kannst gerne zu einem unserer Veranstaltungen kommen. Alle Infos dazu auf unserer Webseite, Links in der Beschreibung zu diesem Video. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten genau bei solchen Themen. Ich selbst habe Deutschland vor 26 Jahren verlassen und nicht nur Deutschland, auch die EU. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens, ganz klar. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.